Hallo, heute klären wir den Marktindikator auf, machen ein paar Geschäfte und sehen, wie viel wir verdienen können. Super, das erste Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Während ich nach neuen Einstiegspunkten suche, abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal. Dort finden Sie kostenlose Strategien, Signale und viele weitere Nützliche. Öffnen Sie jetzt die Beschreibung, folgen Sie dem Link und abonnieren. Hallo zusammen, heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem Marktindikator auf der Pocket Option Plattform Geld verdienen können. Diese Strategie mit diesem Indikator ist derzeit sehr beliebt. Viele erfolgreiche Händler haben diese Strategie verwendet und damit viel Geld verdient. Also diese Art des Handels ist einfach zu verstehen und zu verwenden. Anzuwenden, meine ich, es ist also auch für Anfänger geeignet. Wenn auch Sie anfangen wollen, Geld mit dem Handel zu verdienen, schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, aufmerksam und verdienen Sie zusammen mit mehr Geld. Für den Anfang stellen wir die Grafik ein. In der oberen linken Ecke wählen wir den Kerzenzug der Grafik aus und den Zeitraum sollte ich auf 1 Minute einstellen. Jetzt fügen wir den Marktindikator hinzu. Wir öffnen die Indikatorenliste und wählen Markt.de. Jetzt erscheint der Indikator in der Grafik, aber lassen Sie es uns einfacher machen. Wir klicken hier auf Stille und deaktivieren das Histogramm. Also einfach so. Wie Sie sehen, gibt es nur noch 2 Linien auf dem Indikator, die grüne Linie und die rote Linie. Unsere Aufgabe ist es, die Schnittpunkte der Linien auf diesem Indikator zu finden. Wenn die grüne Linie die rote Linie nach unten kreuzt, also machen wir ein Geschäft nach unten. Wenn die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzt, ist das ein Zeichen für einen Anstieg. Wie so. Betrachten wir diese Grafik als Beispiel. In diesem Fall also sehen wir einen Schnittpunkt, an dem die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzt. Und wie wir sehen, begann der Preis zu steigen. Ich hoffe, das ist klar. Aber hier sehen wir, dass die grüne Linie die rote Linie nach unten kreuzt. Und wie wir sehen, begann der Preis zu fallen. Diese Schnittpunkte verraten uns einen Trendwechsel. Während wir also sehen, dass die allgemeine Bewegung abwärts gerichtet ist, während der Preis zu steigen beginnt und es auch einen Schnittpunkt gibt, an dem die grüne Linie die rote nach oben kreuzt, dann deutet es auf die Fortsetzung der steigenden Bewegung hin. Lassen Sie uns jetzt mit dem Handel beginnen. Los geht's. Ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. Also fangen wir an. So, ich habe die erste Situation gefunden. Wir sehen, dass die grüne Linie die rote Linie nach unten kreuzt. Was bedeutet, dass der Preis jetzt zu fallen beginnt? Außerdem empfehle ich Ihnen, bevor Sie ein Geschäft abschließen, sich anzuschauen, wie der Indikator in der geschatteten Grafik funktioniert hat. Wir sehen in diesem Moment einen Schnittpunkt. Die grüne Linie hat die rote Linie nach unten gekreuzt, was auf einen bevorstehenden Rückgang hindeutet. Und wie wir sehen, begann der Preis tatsächlich zu fallen. Unser Geschäft ist eröffnet, warten wir auf das Ergebnis. Das Geschäft wird erfolgreich mit Gewinn abgeschlossen. Weiter geht's. So, ich habe eine weitere interessante Situation gefunden. Wir sehen diesen kommenden Schnittpunkt. Die grüne Linie kreuzt die rote Linie nach unten. Das deutet auf einen weiteren Rückgang hin. Deshalb werde ich hier einen Deal zum Fallen machen. Unser Geschäft ist eröffnet und während das Geschäft abgewickelt wird, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie immer Ihr Risikomanagement beachten sollten. In diesem Video handle ich ziemlich riskant, aber ich empfehle Ihnen, etwas vorsichtiger zu sein. Also der zweite Ratschlag, den ich Ihnen bezüglich dieser Strategie geben möchte: Wenn der Indikator ein Verkaufssignal anzeigt, und zwar im oberen Bereich, dann ist dieses Signal besonders wichtig. Es bestätigt unseren Einstiegspunkt. Das Geschäft wird erfolgreich mit Gewinn abgeschlossen.
Also, ich habe eine weitere gute Situation gefunden. Ich schließe ein Geschäft zum Fallen ab. Wir sehen, dass die grüne Linie die rote Linie nach unten kreuzt. Das bedeutet, dass der Preis weiter fallen wird. Außerdem hat der Indikator in der Geschichte sehr gut funktioniert. Ein weiterer Ratschlag, also, den ich Ihnen geben möchte. Wenn sich der Indikator auf diese Weise seltsam wiegt, es ist besser, vom Handel abzusehen. Sehen Sie sich an, was auf der Grafik geschah, als der Indikator diese chaotische Bewegungen zeigte. Das Geschäft wird erfolgreich abgeschlossen. So, ich habe eine weitere gute Situation gefunden. Ich erhöhe den Betrag des Deals. Ich schließe ein Geschäft mit steigendem Betrag ab. Wir sehen einen Schnittpunkt auf dem Indikator. Die grüne Linie kreuzt die rote Linie nach oben, was bedeutet, dass der Preis weiter steigen wird. Und noch ein Ratschlag. Handeln Sie nie, wenn Sie solche schnellen Anstiege sehen. Sie deuten auf eine hohe Volatilität auf dem Markt hin. In solchen Fällen könnte der Indikator jetzt immer gut funktionieren. Das Geschäft wurde sicher mit Gewinn abgeschlossen. Also, ich habe eine weitere interessante Situation gefunden. Ich mache ein Geschäft für steigende Kurse. Wir sehen einen Schnittpunkt, wo die grüne Linie die rote nach oben kreuzt, was bedeutet, dass der Preis weiter steigen wird. Neben dem Signal des Marktindikators können wir hier ein Niveau sehen. Also, der Kurs könnte sich darauf zu bewegen. Das bedeutet, dass der Preis genug Platz hat, um zu steigen, sodass die Aufwärtsbewegung leicht fortgesetzt werden kann. Beim Handeln mit dieser Strategie empfehle ich, auch die externen Faktoren zu berücksichtigen, die wir in der Grafik sehen, einschließlich der Niveaus. Sie helfen uns auch, einen genaueren Einstiegspunkt zu finden. Also, noch ein Gewinn. Ich schließe einen Deal ab, um eine Minute lang zu fallen. In diesem Fall sehen wir diesen Schnittpunkt. Die grüne Linie kreuzt die rote Linie nach unten. Das bedeutet, dass der Preis weiterfallen wird. Ein weiterer Faktor beim Abschluss eines Deals sind die Kerzen. Also wenn wir Kerzen mit großen Schatten und nicht so großen Köpfen sehen, nach denen der Preis schnell fehlt, ist das ebenfalls ein sehr gutes Signal. Eine Bestätigung unseres Einstiegspunktes. Denn danach wird sich der Trend wahrscheinlich ändern. Wir bekommen einen weiteren Gewinn. Also, ich mache einen Deal für einen Anstieg. Wir sehen diesen Schnittpunkt, wenn die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzt. Lassen Sie mich Ihnen auch etwas über die Arbeit mit diesem Indikator erzählen. Die Sache ist die, dass dieser Indikator nicht immer einen vollständigen Trendwechsel anzeigt. Sehen Sie sich zum Beispiel diesen schönen Aufwärtstrend an. In diesem Moment zeigt der Markt jedoch ein Signal nach unten an. Aber der Trend hat sich nicht geändert. Es handelt sich um eine normale Korrektur, nach der der Kurs wieder zu steigen begann. Das ist genau der Grund, warum Sie bei der Arbeit mit diesem Indikator kurze Zeitrahmen und kurze Geschäfte verwenden sollten. Dadurch wird erfolgreich mit Gewinn abgeschlossen. Wie Sie sehen, ist es uns gelungen, mit einer so einfachen Strategie unseren Kontostand in nur wenigen Minuten zu vervielfachen. Ich genoss das Ergebnis, das wir heute erzielen hat. Also auf meinem Telegram-Kanal bei meiner Handelssystem werde ich mit dieser Strategie handeln. Wenn Sie meine Deals kopieren und mit mir zusammen handeln wollen, der Link ist in der Beschreibung oder in dem angehefteten Kommentar. Also das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, bis bald. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.